Heute wollte ich eigentlich ein Video über Batteriezertifikate, diese neue Meldung über gebrauchte E-Autos und Garantiezertifikate drehen. Allerdings ist mir dabei aufgefallen, dass wir nie darüber gesprochen haben, wie eigentlich die Batteriekapazität von einem Elektroauto gemessen wird. Wer den Kanal abonniert hat und den Kanal verfolgt, weiß, dass wir eine ganze Playliste mit verschiedenen Videos haben, unter anderem auch eine komplette Playliste für Anfänger und fortgeschrittene Elektroautofahrer. Und dort haben wir sehr viele Videos zum Thema Verbrauch, Ladekosten, Laden von Elektroautos mit PV-Inselanlage, Balkonkraftwerke. Letztens auch das Video zu THG-Geld. Wer noch das THG-Geld nicht beantragt hat, schnell sein lohnt sich, denn so viel wie jetzt wird es wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr geben. Aber wir haben bis jetzt noch kein Video darüber gemacht, wie wir die Kapazität von einem Elektroauto messen können. Wir haben ein Video teilweise zum Thema gedreht, da ging es um Verbrauch und Kosten. Da haben wir gezeigt, dass Verbrauch nicht gleich Kosten bei Elektroautos ist und die Messung vom Verbrauch unterschiedlich ist zu der Messung von Kosten, Stichwort Ladeverluste und andere Sachen. Da haben wir das Thema angekratzt, aber es gab kein konkretes Video zu der Kapazität und zu der Messung von Kapazität von Elektroautos. Und das ist wichtig, um das Thema Batteriezertifikate nochmal genau zu erklären, was wir im nächsten Video machen werden. Und dabei habe ich mir gedacht, dann mache ich das Video etwas interaktiver. Ihr könnt in den Kommentaren diese Frage beantworten, wie wird die Kapazität von Akkus bestimmt? Und hier gibt es 4 Varianten, die ich mir ausgedacht habe. Und ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, welche Variante für euch die richtige ist, damit man die Kapazität von dem Akku im Elektroauto messen kann. Hier an der Stelle gerne das Video pausieren und eine Antwort geben. Bitte jetzt keine KI-Antworten, das können wir selbst alles machen. Und die KI-Antworten, wie wir wissen, besonders in den kostenlosen Varianten, sind ziemlicher Müll. Schreibt einfach das, was ihr glaubt, die richtige Antwort zu sein. Und dann könnt ihr danach das Video wieder starten und dann seht ihr die Antwort. Die erste und die häufigste Antwort auf die Frage, wie die Akkukapazität bestimmt werden, ist immer Akku leer fahren, vollladen und nach geladenen Kilowattstunden sind dann die Kapazität. Und das mag aus der Verbrennerwelt kommend logisch klingen, bei Elektroautos ist das aber sehr unlogisch, denn die nachgeladenen Kilowattstunden entsprechen nicht die Kapazität in der Batterie, denn beim Elektrofahren und Elektroautos gibt es sogenannte Ladeverluste. Ladeverluste ist ein Oberbegriff, der die Differenz zwischen geladenen Kilowattstunden und die Kilowattstunden in der Batterie entsprechen, aber Ladeverluste beinhalten alle diese Verluste, auch der Standverbrauch von der Ladestation oder von dem Auto und natürlich Wärmeentwicklung im Kabel oder Kühlung von den Kabeln und so weiter und so fort. Das ist ein Oberbegriff. Das sind nicht nur Verluste in der Luft, sondern das ist der Gesamtprozess für die Ladung, der auch einige Energie benötigt. Wir beschäftigen uns hier auf dem Kanal schon fast seit Anfang mit Ladeverlusten und versuchen die Ladeverluste zu erklären. Wir haben mindestens 3 oder 4 Videos zum Thema gedreht, an AC bei verschiedenen Geschwindigkeiten, auch an DC verschiedene Geschwindigkeiten und sogar wir sind so weit gegangen, dass wir unterschiedliche HPC-Anbieter getestet haben, DC und HPC, also sehr Schnelllader und Schnelllader von 50 kW. Und das war ein sehr kompliziertes Video, denn da haben wir von einem bestimmten SoC-Bereich, aber nicht nur der SoC-Bereich, der im Bordcomputer angezeigt wird, sondern wir haben die tatsächlich verfügbare Kapazität anhand von SPMS über ein OBD-Tool gemessen. Und dazu komme ich jetzt zu den anderen Antworten, da sage ich auch noch einige Sachen. Dadurch, dass wir aber das BMS sehr gut kalibriert haben, war der Stand immer gleich und wir haben immer die gleiche Menge an Kilowattstunden geladen mit der gleichen Temperatur der Batterie. Sehr wissenschaftlich und sehr aufwendig der Test. Schaut euch gerne auch dieses Video an, denn es gibt tatsächlich Unterschiede bei der Berechnung von unterschiedlichen HPC-Ladestationen. Es kann sein, dass ihr durch die Wahl von der Ladestation, nicht nur vom Anbieter, etwa 10% mehr bezahlen könnt. Hier an dieser Stelle muss man auch etwas klarstellen, denn ich glaube, jemand hat schon einen Kommentar geschrieben, bevor wir das hier sagen. Es gibt tatsächlich DC-Ladeverluste und diese bezahlt der Endkunde. Ja, ich weiß, es gibt bei CAWOW einen Artikel, der sehr weit verbreitet wird und auch von einigen KIs übernommen wird und auch dadurch Falschinformationen entstehen.
wo gesagt wird, dass dadurch das Eichrecht und dadurch, dass die DC-Ladestationen verpflichtet sind, ihren eigenen Verbrauch nicht an den Kunden weiterzugeben, der Kunde das bezahlt, was im Auto ankommt. Das ist aber natürlich falsch, denn bei diesen Schnellladestationen gezwungen ist, die Menge bis zur Ladestation zu bezahlen. Was ab Ladestation verbraucht wird, wird natürlich auch vom Kunde bezahlt. Das ist die Leitung, die Kühlung im Kabel, wenn eine vorhanden ist. Das ist der Standverbrauch von der Ladestation. Wenn die Ladestation auch irgendwie gekühlt oder irgendwie einen Lüfter hat, das muss auch bezahlt werden vom Kunde. Der eigene Standverbrauch vom Kunde muss auch selbst bezahlt werden. Und natürlich auch, wenn es irgendeine Batterieheizung oder Batteriekonditionierung während der Ladung auch stattfindet. Konditionierung, Stichwort, nicht Vorkonditionierung. Konditionierung beinhaltet Kühlung und Heizung oder Kühlung, je nachdem was passiert. Also das alles bezahlt der Kunde und das haben wir in unserem Test getestet. Und bei unserem Test haben wir die Kühlung und Heizung ausgeschalten. Das kann man bei Tesla machen. Dadurch sind keine variablen Verluste entstanden. Aber an DC bezahlt man nicht das, was im Auto ankommt, sondern es gibt immer Ladeverluste und die sind unterschiedlich. Und diese kann man nicht vorhersehen und aus diesem Grund ist diese Antwort falsch und bitte diese Antwort nicht mehr verbreiten, denn das lässt sich nicht vorhersagen, wie viel die Ladeverluste tatsächlich angefallen sind. Und wenn wir anfangen zu schätzen, 5%, 10%, dann können wir es auch sein lassen. Die Antworten B und D sind sehr ähnlich, denn ein Batteriezertifikat ist nichts anderes als ein OBD-Tool. Die meisten benutzen auch OBD-Adapter zum Testen und das liest die Daten aus dem BMS. Also ob man jetzt ein OBD-Tool mit einer App verwenden kann und diese tatsächlich auch deuten kann selbst oder ein Batteriezertifikat ist am Ende dasselbe, mehr oder weniger. Dazu, wie gesagt, wird es ein ganz anderes Video geben, aber grob gesagt ist das mehr oder weniger dasselbe. Hier ist die Problematik, und das haben wir auch in verschiedenen Videos gezeigt, dass die Messung auf die Kalibrierung von BMS abhängig ist. Was bedeutet Kalibrierung von BMS? Es gibt Kalibrieren von BMS, das ist mehr oder weniger eine Softwaregeschichte. Das BMS muss anhand von der Spannung in den Zellen einfach messen, okay, wo befinde ich mich jetzt? Wie viel ist 0%, wie viel ist 5%? Das ist nicht wie beim Verbrenner erneut. Da gibt es keine Tanknadel, die jetzt irgendwo den Wasser- oder den Benzinfüllstand messen kann, sondern hier muss das BMS diese Tanknadel sein und einschätzen, wie viel Restkapazität habe ich. Und das ist sehr schwierig und das basiert auf sehr viele Daten und viele BMS-Anbieter oder Elektroauto-Anbieter haben sehr schlechte BMS-Einstellungen oder Kalibrierungen und dadurch kommt es sehr oft vor, dass diese Messungen falsch sind. Das haben wir, wie gesagt, in diesen Videos gezeigt. Da habe ich euch gezeigt bei Tesla und auch bei anderen Anbietern, wie wichtig ist, dass das BMS kalibriert ist. Bei unserem Test an DC haben wir tatsächlich gesorgt, durch verschiedene Tests, das könnt ihr auch in den anderen Videos sehen, dass immer der gleiche Stand und das BMS sehr kalibriert war. Denn bei unseren Fahrzeugen wird immer und sehr oft von 100% auf echte 0% gefahren, sodass das BMS sehr gut kalibriert ist. Hier nochmal eine Klammer auf, das reine Fahren von 100% auf 0% kalibriert das BMS noch nicht. Wir haben in den Videos gezeigt, dass es verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden müssen und das hängt vom Hersteller zu Hersteller und ist unterschiedlich. Bei Tesla zum Beispiel muss man auch bei verschiedenen SOC-Bereichen auch das Fahrzeug schlafen lassen und das für längere Zeiträume. Und wir haben auch im Video gezeigt, dass die Tesla-Fahrer selbst dafür sorgen müssen, dass das BMS kalibriert ist. Also das BMS alleine kalibriert sich nicht, wenn der Elektroautofahrer da auch nicht mitwirkt. Und wenn der Elektroautofahrer nicht mitwirkt, was über 90-95% der Fahrer nicht machen, teilweise durch falsche Anweisungen von dem Hersteller, dann kann das BMS nicht kalibriert werden und dann ist die Messung einfach falsch von dem Batteriezertifikat oder auch vom OBD-Tool. Also hier die beiden Antworten, ja, die sind hilfreich, aber die können uns nicht durch eine einmalige Messung eine Antwort geben. Und das wird ein Thema im nächsten Video sein, wieso mehrere Messungen notwendig sind, um die Kapazität von dem Auto zu
ermessen oder besser gesagt einzuschätzen. Und die letzte Antwort, Antwort C, man fährt von 100% auf 0%, schreibt die entnommenen Kilowattstunden auf, die im Bordcomputer angezeigt werden, und das ist die zur Verfügung gestellten Energie der Batterie. Das klingt auch logisch, aber hier an dieser Stelle muss ich auflösen, es gab keine richtige Antwort. Alle Antworten sind bedingt falsch oder nicht ganz richtig, denn die Kapazität von dem Akku zu bestimmen ist sehr kompliziert und sehr schwierig, und die genaue Kapazität wird immer eingeschätzt. Aber diese Methode hier, man fährt von 100% auf 0% und man schreibt die entnommenen Kilowattstunden, ist die tatsächlich beste, unter einigen Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist natürlich, dass das BMS kalibriert ist. Das heißt, die tatsächlich zur Verfügung gestellte Kapazität ist auch verfügbar. Denn wenn das BMS nicht kalibriert ist und die Zellen auch ausbalanciert sind, kann es auch sein. Zellenbalancierung ist eine Hardware-Geschichte. Das wird durch Aufladen. Manche Autos wie Tesla haben auch sogar Überwachungschips, die die Zellenspannung in einem sogenannten Brick verfolgen. Und wenn die Zellenspannung sich von anderen Zellenspannungen in anderen Bricks unterscheidet, dann kann auch eine konzentrierte Entladung durch sogenannte SMD-Widerstände eingeleitet werden über MOSFET-Relais und so weiter und so fort. Und ich habe euch in diesem Video gezeigt, wenn man das kennt, wie dieser Prozess funktioniert und wie man den triggern kann, kann man sogar BMS-Fehlermeldungen reparieren, die eigentlich dazu führen, dass die Batterie ausgetauscht werden muss. Das Video kann ich jedem Tesla-Fahrer empfehlen, und das ist auch einer der Gründe, weshalb diese Messungen auch falsch sein können. Das zweite Problem ist, dass man natürlich wieder auf das BMS und die Anzeige im Auto angewiesen ist. Und das Problem hier ist, dass manche Hersteller hier einfach Unsinn anzeigen. Ich weiß nicht, ob es die ersten Mustangs waren von Ford, auch Toyota, da gab es irgendwelche Unstimmigkeiten, glaube mit dem Puffer unter 0%. Wie dem auch sei, es gab auch einige Hersteller, die auch aus China, glaube ich, die den Verbrauch nicht so richtig angezeigt haben und denen man nicht so richtig trauen konnte. Aber schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie das bei euren Fahrzeugen ist. Bei Tesla zum Beispiel ist es sehr genau. Das, was im Auto angezeigt ist, das tatsächlich was entnommen wurde. Ja, es gibt ein bisschen Boykott, 2-3% je nach Geschwindigkeit, aber das ist bei allen Autos so. Es gibt auch sehr viele komische Kommentare, dass bei Tesla die Anzeige falsch ist. Nein, es ist nicht falsch. Liegt einfach an diesen Messungen nachher, die mit Ladeverlusten deutlich mehr anzeigen. Und die Leute verstehen nicht, dass es Ladeverluste gibt. Wie gesagt, wir haben sehr viele Videos zu Tesla-Wissen, könnt ihr euch anschauen. Die Tesla-Autos messen sehr genau. Aber hier haben wir noch ein Problem. Selbst wenn wir das BMS kalibriert haben, die Zellen sind ausbalanciert, wissen wir nicht, wie viel Prozent wir unter 0% haben. Wenn wir bis 0% fahren und uns das aufschreiben und vielleicht mal auch Polkat ein bisschen beachten, 2-3% hinzufügen, dann wissen wir immer noch nicht, ob unter 0% vielleicht 5% sind, 10% wie bei manchen LFP-Akkus durch die dynamische Verschiebung. Und also muss man tatsächlich bis 0,0%, also bis zum Leerstand fahren, dann ist die Messung optimal. Und zum Thema Polkat, der Test muss mit einer konstanten Geschwindigkeit, am besten bei 20 Grad Außentemperatur, stattfinden, damit es auch nicht sehr viel Luftwiderstand gibt, damit auch nicht sehr viel rekuperiert wird, und am besten im Labor einfach, sagen wir mal, 90 oder 60 Kilometer die Stunde angeben und einfach das Fahrzeug rollen lassen. Und das ist die sicherste Methode, und die entnommene Kapazität ist das, was man tatsächlich an Kapazität hat. Ob das BMS das anders eingeschätzt hat, das interessiert uns nicht, denn auf der Straße interessiert uns nur das, was entnommen wird. Und genau hier ist das Problem, dass solche Tests nur im Labor stattfinden können, oder Björn Nyland bei seinen 60 bis 80 Kilometer die Stunde Tests in Norwegen. Das ist auch quasi ein Labortest, aber da muss man 8-9 Stunden am Stück fahren. Aus diesem Grund sind auch Tests wie Avilo, wo einfach innerhalb einer Woche etwas aufgezeichnet wird, auch ziemlich unsinnig.
denn da kann es auch sein, dass zwischendurch das Fahrzeug geparkt wird, auch einige Kapazitäten verloren gegangen sind, dass nicht gemessen wurde und so weiter und so fort. Das alles, was ich jetzt hier beschrieben habe, zeigt, dass Kapazitätsmessung sehr kompliziert ist und nur zu einer Einschätzung führt. Das ist auch einer der Gründe, und das ist jetzt der Übergang zum nächsten Video, wieso einige dieser Batteriezertifikate oder die meisten sogar ziemlich unsinnig sind. Und was da der Sinn, der Unsinn dahinter steckt, werden wir im nächsten Video beantworten. Deswegen auf jeden Fall das Video liken, Kanal abonnieren, und wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir uns das Thema Batteriezertifikate, Batteriegarantie-Zertifikate anschauen werden. Bis zum nächsten Mal.